Hey meine Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich für euch unterwegs, wie ihr es hinter euch schon erkennen könnt, im ehemaligen Kraftfutter-Mischwerk. Und ja, ich werde das Gelände jetzt mal mit euch erkunden und viel Spaß bei dem Video, meine Freunde. So meine Freunde, jetzt geht's ab in den ersten Bereich der Anlage. Hier haben wir einen Fahrstuhl, der auch ganz nach oben führt. Und ja, hier haben wir einen alten Schrank, deutlich zu erkennen. Ja, und wir gehen jetzt mal von Etage zu Etage nach oben. Hier ist noch ein kleiner seitliche Räume, aber auch gar nicht viel zu erkennen. Die ganzen Wasseranlagen seht ihr hier einmal. Und ja, meine Freunde, wir gehen jetzt in Richtung nach oben. Ich will euch einfach mal den schönen Panoramablick des Kraftfutter-Mischwerks zeigen. Hier auch noch Schaltwarte, erste Boden, was steht da? B65, auch nochmal sehr, sehr cool mit der alten Schrift. Alter Sicherungskasten und ja, weiter geht's in Richtung nach oben. So, meine Freunde, auch nochmal cool zu erkennen hier. Ich muss hier bloß ein bisschen aufpassen, wo wir hintreten, weil ungefährlich ist das Ganze nicht, weil hier sind echt überall Löcher. Genau. Hier auch nochmal bis ganz nach oben die Futtersilos. Und ja, sehr sehenswert das Ganze. So. Wir sind hier auf das eine Dach hier ganz oben. Und ja, wie ihr schon seht, meine Freunde, drüben ist der Bahnhof Fürstenberg-Havel. Und wir gehen jetzt mal noch eine Etage weiter. Und hier seht ihr halt auch nochmal diese riesengroße Aussicht vom Kraftfutter-Mischwerk.
Ja, meine Freunde, jetzt melde ich mich mal wieder zurück. Ich habe euch ja jetzt mittlerweile schon den einen oder anderen Einblick des Kraftfutter-Mischwerks zeigen können. Das ist natürlich sehr, sehr groß und gerade in Lost Place für Detailliebhaber ist das noch sehr sehenswert. Also bis jetzt finde ich die Tour ganz cool. Auch alte Relikte gerade noch gefunden und ja, kann mich nicht beschweren. Ein paar Gänge oder ich sag mal Sachen meide ich natürlich. Sicherheit geht vor, meine Freunde. Und das einen oder anderen, der kennt halt schon den Lost Place hier, der war bestimmt auch schon mal hier. Wir werden die Tour jetzt noch weiter fortsetzen und ja, dann bis gleich. So, meine Freunde, hier sind auch noch mal so eine Art wie Silos, eine ganze Reihe. Und ja, was ich hier gerade noch gefunden habe, sind halt alte Dokumente und ich gehe mal zum anderen Spot hier. Also hier habe ich auch wirklich noch was über die Mühlenwerke gefunden. Wie teuer sozusagen das Roggen war: 2.838 und 80 Mark. Stammt vom 15.01.86. So, meine Freunde. So, meine Freunde, hier seht ihr auch nochmal den Innenbau des Kraftfutter-Mischwerks. Und ja, so sieht letztendlich das Gerüst von innen aus. Aufpassen muss man hier sind immer Stolperfallen. Aber ansonsten ist das ebenfalls schon in die Jahre gekommen. Hier ist auch noch wieder VEB Kraftfutter Mischwerk. Sieht man noch mal alles. Genau, viele kleine Relikte sind hier auch wiederum noch zu erkennen.
meine Freunde, jetzt sind wir hier direkt am Ende des Kraftfuttermischwerks. Ich zeige euch hier jetzt einmal die andere Seite davon. Sehr, sehr riesig alles. Hier ist noch ein Zusatzgebäude und ja, jetzt sehen wir das Panorama mal von der Seitenansicht. Sehr sehenswert, sehr, sehr cool. So, meine Freunde, wir sind jetzt auf dem nächsten Spot unterwegs und zwar zu einem alten Wasserturm. Genau, beziehungsweise ich melde mich gleich wieder bei euch und genau, da sind wir gerade auf dem Weg dahin. Bis gleich. Bruder Jakob. Hey, da kommt man auch durch. So, meine Freunde, ich bin jetzt am Eingang des Wasserturms, wie ihr den hier sehen könnt. Ja, genau. Ich werde jetzt mal in das Innere reingehen und bin wieder gleich bei euch. Mal schauen, was sich da befindet und wie der aussieht. Ich bin gespannt. Bis gleich. So, meine Freunde, schaut euch das hier an. Den alten Wasserturm. Und ja, unten holt sich die Natur alles langsam zurück. Ja, kann ich machen. Ha? So, meine Freunde, wir sind in der nächsten Location angekommen. Ja, genau. Ich hatte euch kurz mit auf den Wasserturm mitgenommen. Es war nur ein kleiner Zwischenspot. Das gucken wir uns jetzt mal noch an. Und genau, viel Spaß weiterhin. So. Also ihr seht schon, das ist hier alles miteinander verbundenes Haus und ja, hier geht's runter in die Bunkeranlage. Ein bisschen eng das Ganze und ja. Hier sind
Zwischenräume. Ein Raum und ja, mehrere Gänge in die und direkt unter dem Haus hier, ja. Also, das ist sehr, sehr cool. Wir gehen auch gleich nochmal ins Haus, meine Freunde. Ihr seht schon viele, viele verschiedene Nebenräume. Das scheint früher mal, ja, vielleicht der Duschbereich gewesen zu sein. Und genau. Und auch noch sehr, sehr cool mit einem Verbindungsgang. So, meine Freunde. Und hier gerade im Innenbereich auch nochmal zu erkennen, sieht man das, dass hier der Eingang war. Und ja, hier hängen sogar noch die alten Gardinen dran und auch nochmal ein kleines russisches Relikt, meine Freunde. Und hier ist auch der Bereich zum Balkon, aber leider alles versperrt. Verschiedene Zimmer, Lampen hängen von der Decke, ein Bereich, vielleicht auch Essensbereich hier gewesen, ein kleiner Essensbereich. Und ja, viele verschiedene Zimmer und ja, ganz verstörend ist halt, dass eine Tür mit einer Funktion zur Essensgabe. Gute Frage für was das dann hier war. Ich weiß es nicht. Falls ihr Informationen zu dem Gebäude habt, lasst es mir gerne in den Kommentaren mal wissen. Also hier sind wirklich verschiedene Bereiche und ja, auch ein Wintergarten gibt es hier, der früher mal genutzt worden ist, meine Freunde. Jetzt gehen wir mal noch mal nach oben in die Etagen. Das ist gruselig, ey. Das ist schlimm. Aber laut, ich Hier auch nochmal wie so eine Gummizelle hier, dass sich keiner verletzen kann. Und ja, das ist der Innenbereich von den Gebäuden, meine Freunde. Sehr krass. Das ist der Dachboden.
Aber auch wie ihr hier seht, meine Freunde, ist alles leer soweit. So, hier sind noch ein paar alte Gegenstände, Feuerlöscher, ein Koffer, ein Stuhl und ein ehemaliger Schrank, meine Freunde. Also ihr seht schon, die Baracken sind alle letztendlich, ja, gleich würde ich sagen. So meine Freunde, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Ja, das war die Tour. Lasst gerne ein Abo oder ein Like da oder ja, wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao!